Der Norden Chiles gehört zu den trockensten Gebieten der Welt. Einige Wetterstationen sollen noch nie Niederschlag verzeichnet haben. In der Atacama-Wüste fällt im Jahresdurchschnitt nur etwa 1/50 der Regenmenge, die im Death Valley in den USA gemessen wird. Die Ursache hierfür liegt zum einen darin, dass die Region im Regenschatten der Anden liegt und die Ostwinde somit keinen Niederschlag bringen. Auf der anderen Seite verhindert eine kalte Meeresströmung im Westen, der Humboldt-Strom, die Bildung von Regenwolken. Lediglich das Wetterphänomen El Niño, das regelmäßig alle 6 bis 12 Jahre eintritt, bringt für kurze Zeit Regen. Durch diese stabile Wetterlage ist der Norden Chiles für Gleitschirmflieger ein echtes Mekka. Die Anreise aus Deutschland kann bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen und besteht in der Regel aus 3 Anschlussflügen. Die Pausen beim Umsteigen sind eine willkommene Abwechslung und machen uns die lange Reise um einiges angenehmer. Einpacken sollte man auf jeden Fall seinen Kombi- und Fliegerschuhe, da wir ausschließlich an der Küste fliegen und es in der Luft frisch werden kann. Ansonsten braucht man nicht viel, denn die Wäsche wird vor Ort für 3 € das Kilo gewaschen. Vom Flughafen aus sind es noch 30 Kilometer bis nach Iquique. Der Abholservice der Flugschule Altazor bringt uns zum Fliegercamp am südlichen Rande der Stadt. Iquique hat ca. 180.000 Einwohner. Zu seiner Blütezeit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts diente es als zentraler Verschiffungsort für Salpeter. Die gesamte Region lebte zu dieser Zeit vom Abbau des Nitrats und exportierte es in die ganze Welt. Heutzutage lebt die Stadt vom Handel und der Tourismus gewinnt zunehmend an Bedeutung, da die langen Strände zahlreiche Besucher anziehen. Ein originalgetreuer Nachbau eines Kriegsschiffes erinnert an den Kampf um die politische Zugehörigkeit der Region. Hinter der Stadt erstreckt sich auf bis zu 800 Metern die Hochebene, an deren Kante man sehr gut fliegen kann. Zum Startplatz gelangt man entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Dieser Startplatz gehört zu den wenigen in der Welt mit eigener Autobahnausfahrt. Wir sind hier am Startplatz von Alto Hospicio, das ist der Startplatz über der Stadt von Iquique und das Fluggebiet geht über der Stadt hier. Wir sind 500 Meter über Meer, können jeden Tag fliegen, das ist das ganz Tolle, was wir hier haben. Wir können hier top landen, ist auch kein Problem. Wir können von hier an die Strände runterfliegen. Wir haben 3, 4 Strände. Wir können auch an der Düne landen. Also hier in Iquique kann man überall landen. Der Tag sieht fantastisch aus, heute wie fast jeder Tag. Man darf nicht vergessen, dass es nicht nur dynamisch ist, sondern auch Thermiken zwischendrin haben kann, also nicht nur am Hang entlang soaren, dass man zum Beispiel, wenn man irgendwelche Figuren fliegt oder so, dass man vom Wind oder Kreise dreht zu nah am Hang, der Wind bläst einem ein bisschen gegen den Hang hin, aber das ist genau der Vorteil, denn wenn es zu wenig Thermik hat, dann können wir an den Hang rankommen, kommen wieder hoch und durch die Thermik kriegen wir schöne Höhen. Startplatz ist hier 500 Meter, am guten Tag geht es bis 1000 Meter, aber das ist ein sehr guter Tag. Normal ist so zwischen 500 und 800 Meter und das reicht uns dann, über die Stadt zu fliegen, was erlaubt ist hier, eine große Ausnahme, um dann irgendwann am Strand zu landen. Die Riesenvorteile, die wir auch haben, weiche Landeplätze. Wir haben keine Bäume oder fast keine Bäume. Wir haben nur ein Hochspannungsseil, ein großes, was markiert ist, sonst haben wir keine Kabel. Der Wind kommt immer aus Süd, Südwest oder West und das Meer zeigt uns an der Textur und an der Farbe, wie stark der Wind ist, wie stark er sein wird. Also wir haben immer eine Prognose, die wir von hier sehen können. Wir brauchen kein Internet dazu. Wind wird auch nie zu stark, dass er einem in der Luft überraschen würde, dass man hinten rückwärts fliegt oder so, gibt es nicht. Wenn der Wind dann zu stark ist, kann man schon hier nicht mehr starten. Wir starten immer rückwärts, also wir haben immer Wind zum Starten, das heißt, es wäre gut, wenn man ein bisschen das Rückwärtsstarten übt, beziehungsweise wir haben dann einen zweiten Flugplatz, das ist die Spielwiese, das ist wie die Dune du Pilat in Frankreich, aber nur 10 oder 50 Mal größer, wo man das Rückwärtsstarten sehr, sehr gut üben kann und dann hier anwenden.
Startplatz oberhalb von unserem Camp bis hier rüber, über die ganze Stadt entlang, gute 10 Kilometer, inklusive Top-Landing. Und jetzt geht's runter zum Strand und dann werden wir da schön einen Saft trinken. Beim Landen am Strand hat man die Wahl zwischen der langgezogenen Playa Brava und der Playa Cavancha, die nördlich davon liegt. Um die Strände sicher zu erreichen, sollte man vorher ausreichend Höhe aufbauen, denn in der Stadt selbst gibt es so gut wie keine Landemöglichkeiten. Außerdem wurde das gesamte Stromnetz überirdisch verlegt. Will man nicht bis zum Strand, so kann man in den Dünen direkt hinter der Unterkunft am Flightpark einlanden. Allerdings sollte man zu Beginn nicht versuchen, so nah wie möglich an der Mauer zu landen. Hier bekommt man oft unerwartete Heber und dann kommen die Stromleitungen verdammt nah. Alternativ kann man direkt am Strand landen. Oder man landet im Camp auf dem Teppichboden. Der Flightpark ist eine Unterkunft, die perfekt auf die Belange von Gleitschirmfliegern eingerichtet ist. Es gibt sogar eine Werkstatt zum Reparieren der Flugausrüstung. Der Flightpark besteht aus unzähligen professionell zu Hotelzimmern umgebauten Containern, die neben einem Badezimmer teilweise sogar mit einer Küche ausgestattet sind. Wer will, kann auch im Zelt übernachten. Europäische Steckdosen erleichtern das Leben und in der ganzen Anlage gibt es kostenloses WLAN. Betrieben wird der Flightpark durch Philipp und seine Frau. Er besitzt eine ganze Flotte von Fahrzeugen, die man mieten kann. Mittags macht man meistens eine Zwangspause. Diese nutzt man entweder zum Einkaufen, Kochen oder einfach nur zum Chillen. Begriffe.
Früher haben mehr als 3700 Menschen in der Region um die Salpeterberge Humberstone und Santa Laura gelebt. Damals zählten sie zu den bedeutendsten Abbaugebieten von Salpeter, dem wichtigsten Wirtschaftsfaktor für die Region. Salpeter wurde zur Produktion von Sprengstoff und als Düngemittel verwendet. Mit der Einführung des künstlichen Düngemittels verlor der Abbau des Nitrats jedoch zunehmend an Bedeutung. Humberstone wurde 1961 als eines der letzten Werke geschlossen. Damit wurde eine der größten Salpeterstädte praktisch von einem Tag auf den anderen verlassen und zerfällt seitdem zusehends. Mittlerweile gehört es zum Weltkulturerbe der UNESCO. Zusammen mit den Anlagen von Santa Laura gibt Humberstone bis heute einen Blick auf das Leben frei, wie es einmal gewesen sein mag. Gegen 16 Uhr kommt wieder Unruhe in den Flight Park. Der Wind lässt nach und wir bereiten uns wieder zum Rausfahren an die Düne vor. Für Winde aus den vorherrschenden Richtungen Süd bis West kann man hier prima fliegen. Nach der Ankunft ist der Wind meistens noch ein wenig zu stark, aber nach und nach beruhigen sich die Bedingungen, sodass jeder seinen persönlichen Einstiegspunkt findet. Bei geschlossener Wolkendecke ist der Wind von Anfang an laminar und erlaubt sogar lange Verfolgungsjagden mit Vollspeed ganz knapp über dem Boot. Abends kann man auf dem Marktplatz häufig kulturelle Aufführungen bewundern. Zusätzlich laden zahlreiche gemütliche Restaurants zum Verweilen ein.
Um unser nächstes Flugreiseziel, den Ort Pisacqua, zu erreichen, fahren wir 160 Straßenkilometer, unter anderem auf der berühmten Pan American entlang, der Hauptverbindungsstraße zwischen Nord- und Südamerika. Entlang der Strecke finden sich immer wieder Spuren aus der Salpeter-Ära, wie zum Beispiel 40 Meter tiefe Schächte mitten in der Landschaft. Früher hatte Pisacqua eine ähnliche Stellung wie Iquique. Es ist einer der wenigen Orte am Meer und war über eine Bahnverbindung zu erreichen, die ursprünglich zum Abtransport des Salpeters eingerichtet wurde. Zu dieser Zeit zählte Pisacqua mehrere tausend Einwohner. Heute leben hier nur noch 260 Menschen, die mit Hilfe von Notstromaggregaten versorgt werden. In den 90er Jahren erlangte die Stadt traurige Berühmtheit. Die Entdeckung eines Massengrabes weckte Erinnerungen an die tausenden Menschen, die während der Pinochet-Diktatur den Tod fanden. Zu ihren Ehren wurde ein Mahnmal errichtet, das inmitten von zerfallenen Gräbern steht. Wir fahren weiter bis zu einer ausgetrockneten Flussmündung, die sich nördlich der Stadt befindet. Dort fliegen wir an einem Hang direkt am Meer, zusammen mit einigen neugierigen Trutangeiern. Nur wenige 100 Meter von unserem Startplatz entfernt liegt das Plateau auf über 1000 Metern. Um es zu erreichen, kann man sich entweder mit ausreichend Höhe nach hinten versetzen lassen oder sich zu Fuß einige Meter nach oben kämpfen und von dort in den Aufwind einsteigen. Da wir hier unter freiem Himmel in unseren Gleitschirmen übernachten werden, sammeln wir am Strand Holz für das nächtliche Lagerfeuer. Außer uns ist hier weit und breit niemand und wir genießen diese Einsamkeit. Leider hatten wir nicht das Glück, bei Neumond hier zu sein, aber der Blick in den Himmel war trotzdem atemberaubend. Nicht umsonst befinden sich in der Akatama-Wüste die größten Himmelbeobachtungsanlagen der Welt. Am nächsten Morgen fahren wir auf die andere Seite von Pisacqua und können dort auf der Hochebene starten, kurz bevor die Straße hinunter in die Stadt führt.
besten Bedingungen herrschen hier bei Winden aus Südwest bis West. Man kann entweder top landen oder bis zum Strand hinunterfliegen. Dann muss man sich allerdings auf eine längere Wanderung bis in die Stadt einstellen. Für Streckenpiloten bietet die Gegend wegen des beständigen Wetters gute Möglichkeiten, solange man an der Küste bleibt. Einfach die gewünschte Entfernung mit dem Auto Richtung Süden fahren und starten. Das Ziel lautet dabei meistens Iquique. Der alte chilenische Rekord von Topokia nach Iquique lag bei rund 200 Kilometern und wurde im Dezember 2011 von Pal Takac gebrochen. Seitdem liegt die Messlatte bei 304 Kilometer. Mein Name ist Pal Takac, ich komme aus Ungarn, Budapest, fliege seit 10 Jahren und ich bin Profi-Gleitschirmpilot. Hier ist super, weil das Wetter ist immer schön, immer sonnig, immer ein bisschen Wind. Es ist grundsätzlich jeden Tag fliegbar. Natürlich immer ein bisschen anders, ein bisschen mehr Wind, ein bisschen weniger, ein bisschen südlich, ein bisschen westlich. Hier gibt es, glaube ich, ziemlich für alle, die Strecken fliegen wollen, was, weil es gibt auch für Anfänger Startplätze, wo man sehr einfach 50 oder 100 Kilometer fliegen kann. Und dann für diese ambitionierten Piloten gibt es halt auch andere Plätze, wo man richtig lang und weit gehen kann. Ja, alle haben eigentlich diese Strecke geträumt, von Antofagasta bis zum Iquique, und das habe ich jetzt zum ersten Mal geschafft. Also es ist nicht ganz so, wie man es hier vorstellt, dass man so an die Kette entlang sohrt. Also ich habe schon einige Situationen gehabt, wo ich meine Akrokenntnisse gut brauchen könnte. Einfach, weil du fliegst immer am Hang entlang und es ist nicht, die meisten Strecke ist nicht so wie hier, schöne Sandbergen, sondern die sind richtig steinige und sogar felsige Bergflanken und bekommt schon starke Thermik hoch, und wenn es ein bisschen an die windgeschützte Seite ist, dann ist es nochmal vom Rotor nochmal bockiger. Wenn du die richtige Durchschnitt halten möchtest, dass du in 9 oder die verfügbaren 9-10 Stunden 300er fliegen kannst, dann muss man schon recht schnell sein, und dann muss man halt Beschleuniger ziemlich ohne Pause drücken. Weil du verlierst nur Zeit, wenn du anhaltest zum Hochdrehen. Wenn man zum ersten Mal in Iquique ist, sollte man sich über die Besonderheiten des Geländes informieren. Am besten fliegt man in Begleitung eines ortskundigen Piloten oder einer Flugschule. Wir waren mit Hotspot unterwegs und so kamen wir auch in den Genuss eines Streckenfluges. Eine kleine, ca. 60 Kilometer Strecke von Patios aus eignet sich perfekt für den Anfang. Das ist so, wenn wir es bis Iquique schaffen, sind so 56 Kilometer. Start ist hier Patillos. Hier Höhe machen und sie in der Höhe parken, bis wir alle oben sind. Und dann fliegen wir einfach hier die Kante entlang. Das heißt, wenn wir eine normale Südwestströmung oder West bis Südwest, dann haben wir Wind so ein bisschen schräg an der Hangrand. Schlüsselstelle ist hier der Bereich, wenn wir da drüber kommen. Also das vorher sollte kein Problem sein. Und je nach Wind, wenn die Windrichtung passt, wirklich nicht so viel Süd drin ist, dann geht das auch relativ entspannt. Der erste macht einen Dummy, versucht, was er auch immer sich aussucht, entweder hinter reinfliegen um am Hang entlang oder halt außen. Wenn das nicht geht, dann kommt halt der nächste hinterher und probiert es draußen. Vorher muss man noch am Flughafen Tower 2 Genehmigungen holen. Eine zum Passieren des Flughafens und eine zum Überfliegen des militärischen Sperrgebiets. Letztere wird nur am Wochenende genehmigt, weil das Gebiet unter der Woche genutzt wird. Man holt die Genehmigungen ab und fährt weiter nach Patios. Wir schaffen das.
Salzwüste ist genau gegenüber vom Startplatz. Kurz vor dem Salzhafen geht eine Straße ins Inland. Diese führt direkt zum Startplatz. So, wir sind jetzt hier in Patillos. Ihr seht da vorne, das ist dieser kleine Hafen. Da wird übrigens Salz aus dem Hinterland, Salz hintransportiert und dann per Schiff abtransportiert. Das ist unser Startplatz für den heutigen Streckeflug. Und während ein Auto hinter dem letzten Piloten herfährt und am Funk wacht, geht die Party los. Etwa auf halbe Strecke, kurz vor dem Flughafen, liegt das militärische Sperrgebiet, auch Cementario genannt. Es ist aus der Luft leicht an den Einschlagskratern und Zielmarken zu erkennen. Am Flughafen hat man uns den Rat gegeben, dass wir im Falle einer nicht vermeidbaren Landung in eigenem Interesse zu Fuß den Autospuren folgen, um das Gebiet wieder zu verlassen. Der Grund sind mögliche Blindgänge. Hinter dem Flughafen können Piloten, die nicht nach Iquique weiterfliegen wollen, in Los Verdes landen und im Restaurant auf die Abholung warten. Alle anderen fliegen weitere 20 Kilometer und erblicken schließlich die Stadt. Wir könnten jetzt im Camp landen, aber wir entscheiden uns, weitere 8 Kilometer auf uns zu nehmen und landen zu guter Letzt am Strand. Wir sind total begeistert. Schon allein dieser Flug war die Reise wert.